Salam alaikum, meine Lieben. Heute sind wir auf einem Gesundheitstrip und ich möchte euch zeigen, was man so alles mit Keimen, Sprossen und dem Gras, was daraus wachsen kann, machen kann, als auch wie man diese selber zu Hause ziehen kann, denn theoretisch könnte man alle Samensorten, alle Getreidearten und alle Hülsenfrüchte zu Hause keimen lassen. Und das Interessante dabei ist, dass sie ihre gesunden Inhaltsstoffe um ein enormes Vervielfachen einfach, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen und zum Keimen gebracht werden. Und auf diese Weise bekommt unser Körper diese dringend notwendigen Vitamine, die er durch die denaturalisierte Ernährungsweise heute so stark entbehren muss. Ganz besonders gesund ist dieses Weizengras, was wir hier sehen, und noch gesünder eben das Gerstengras, was man ziehen könnte. Aber die Gerste muss ich mir erst noch bestellen. Die gibt es nämlich im Naturreformhaus nicht überall zu kaufen. So, wir haben jetzt hier Weizen, den wir jetzt in eine Schüssel geben und diesen über Nacht einweichen werden. Wir geben einfach etwas Wasser hinzu und lassen den jetzt etwa 12 Stunden lang im Wasser stehen und einweichen. Sobald diese 12 Stunden um sein werden, werden wir das Wasser abgießen und den Weizen gründlich einmal durchspülen, also Wasser drüber gießen und den ordentlich einmal durchwaschen. Das ist wichtig, damit er später keinen Schimmel bildet. Und dann werden wir ihn auch schon zum Keimen bringen. Dazu geben wir ihn auf ein Haushaltstuch zum Beispiel. Also man könnte jetzt hier so mehrere Lagen Haushaltstücher in eine Schüssel geben und diese anfeuchten und darauf den Weizen verteilen. Und dann muss man ihn dreimal täglich befeuchten. Aber wichtig ist, dass er eben keine Staunässe bekommt. Also ich habe mir so eine selbstgemachte Gießkanne gebastelt, damit er eben nicht wegschwemmt. Aber nach 2 Tagen habe ich dann entschlossen, den Weizen doch lieber in ein Sieb zu geben. Auf diese Weise bekommt er mit Sicherheit keine Staunässe und dann wird er halt mehrere Male am Tag immer wieder bewässert und das Wasser tropft dann halt unten ab. Wir sehen hier, wie schon nach 2 Tagen die ersten kleinen Keimlinge da herauskommen, also die kleinen Würzelchen, die hier raus entstehen. Jetzt könnte man ihn theoretisch schon essen und er ist schon jetzt sehr, sehr, sehr gesund. Aber man könnte ihn noch ein paar Tage lang weiter keimen lassen, damit die Wurzeln einfach etwas länger noch werden. Das geht genauso und das kann man dann immer noch essen. So, man könnte jetzt einen Teil von diesen Keimlingen auch in die Erde einpflanzen und mit Erde nochmal bedecken, damit daraus dann dieses sehr, sehr gesunde Weizengras wachsen kann. Dazu müssen wir die Erde auch immer schön feucht halten und dann nach 7 Tagen wird hieraus das Gras entstehen. Den anderen Teil können wir jetzt fürs Müsli benutzen zum Beispiel oder auch noch etwas weiter keimen lassen. Wir geben jetzt hier Haferflocken hinzu und etwas von dem gekauften Müsli zum Beispiel. Dann könnte man hier noch Samen und Nüsse hinzugeben, wie ich das mache. Also ich zeige euch jetzt einfach, was man hier mit diesen Keimlingen tun kann, wie man sie essen kann. Wir haben hier alle möglichen gesunden Samen und Nüsse dazu gegeben. Dann eine Hälfte einer Banane, die wir noch da reinschneiden. Man könnte auch jedes andere Obst benutzen und da reinschneiden. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Dann gibt man etwas Milch hinzu und isst das Ganze jetzt sozusagen als Frühstücksmüsli. Und damit hat man einen sehr gesunden Start in den Tag. Wenn möglich, sollte man keinen Zucker zu diesem Müsli hinzugeben, denn der Zucker ist ein Gift für den Körper und der stiehlt praktisch das ganze Vitamin B, was man durch diese gesunden Sprossen jetzt gerade bekommt. Ja, und so sieht das aus. Also das kann man dann zum Frühstück essen. Und diese Keimlinge beinhalten unglaublich viele verschiedene Vitamine, vor allem Vitamin B12, der so sehr wichtig für unseren Körper ist, als auch sämtliche andere Vitamine und Mineralien, die der Körper so braucht. Also diese Sprossen enthalten einfach unglaublich viele Nährstoffe und die sind sehr, sehr gesund. So, und nach 2 Tagen sehen wir schon die ersten grünen Halme des Weizengrases, wie sie aus der Erde herauskommen. Die wachsen dann ziemlich rasant. Nach 7 Tagen sieht das dann alles schon ganz anders aus. Also hier haben wir schon Tag 4. So sieht der Weizen schon nach dem 4. Tag aus. Und hier haben wir eine 7-Korn-Mischung, die braucht noch eine Weile, bis die aus der Erde, bis die richtig grün wird halt. So, und nach 7 Tagen, nachdem wir den Weizenkeimling in die Erde gepflanzt haben, sieht das Weizengras jetzt so aus. Es ist etwa 10 cm hoch jetzt und könnte theoretisch jetzt schon geerntet werden. Die 7-Korn-Mischung ist jetzt so hoch, die braucht aber noch einige Tage, bis sie dann auch 10 cm hoch sein wird und geerntet werden kann. So, das Weizengras, das werden wir jetzt ernten und wir werden jetzt einen Teil davon abschneiden und diesen dann für unseren Smoothie benutzen.
Wir schneiden das Weizengras dann mit der Schere ganz klein, damit wir es dann in den Smoothie geben können. Ja, und zu Weizengras sollte man noch wissen, wie unglaublich gesund das eben ist. Das ist hat zum Beispiel 60 mal mehr Vitamin C als Orangen, 50 mal mehr Vitamin E als Spinat, 30 mal mehr Vitamin B1 als Kuhmilch, 11 mal mehr Calcium als Kuhmilch, 5 mal mehr Eisen als Spinat, 5 mal mehr Magnesium als Bananen. Und es hat eben einen enormen Eiweißanteil, also doppelt so viel wie Eier und 8-mal so viel wie Kuhmilch. Das ist praktisch für jeden Sportler völlig ausreichend als Proteinquelle. Da braucht man nicht auf tierisches Protein zurückgreifen. Ja, und Weizengras ist eben auch frei von Gluten im Gegensatz zu dem Weizen selber. Also dieses Gluten vom Weizen verklebt ja die Gedärme regelrecht und vergiftet die sozusagen auf diese Weise. Und dieses Weizengras, was jetzt aus dem Weizen entstanden ist, ist eben jetzt ganz frei von Gluten und ist auch sehr basisch. Das heißt, bekämpft unseren übersäuerten Organismus, den wir in der heutigen Zeit haben. Ne? Und sehr reich an Chlorophyll. Ja, und es gibt noch sehr viel dazu zu sagen. Das sollte für heute erstmal reichen. Jetzt geben wir hier noch Kresse hinzu, die auch sehr gesund ist. Zu dem Smoothie schneiden wir ein paar Kressesamen hier noch ab, die wir schon gezogen hatten. Ja, und dann geben wir noch weitere gesunde Zutaten zu dem Smoothie jetzt. Wir geben hier so einen Winterfruchtmix hinzu, der gefroren war. Also alles Mögliche an Obstsorten sind hier vorhanden. Dann werden wir auch noch ein paar gefrorene Erdbeeren hinzugeben zu diesem Smoothie, als auch dann eine Hälfte der Banane geben wir noch hinzu. Die schneiden wir hier rein, hier und das mit hier. Und dann werden wir das Ganze jetzt noch zur Hälfte mit etwas 100%igen Multivitaminsaft auffüllen. Man kann aber auch jeden anderen naturbelassenen Natursaft hinzugeben, als auch die andere Hälfte eben mit Wasser. Ja, und dann geben wir noch etwas Traubenkernmehl dazu, einen Esslöffel. Traubenkernmehl ist übrigens auch sehr gesund, das beinhaltet dieses OPC. Da könnt ihr euch mal im Internet schlau machen, was das ist. Das ist auch sehr, sehr gesund für den Körper. Ja, und das war's. Und dann werden wir jetzt das Ganze in der Smoothie-Maschine pürieren. Ich will das Ganze nochmal von oben hier zeigen, bis wir dann einen schönen, gesunden Smoothie haben. Den haben wir jetzt hier erreicht, wie wir sehen. Sieht auch von der Farbe sehr appetitlich aus. Ja, und wenn man damit in den Tag startet, theoretisch, dann hat man einen sehr, sehr gesunden Start. Das kann man dann trinken, auf leeren Magen frühmorgens. Das ist wirklich sehr, sehr gesund. Das kann ich euch nur empfehlen. Schmeckt auch noch sehr lecker dazu. Ist also sehr süß wegen dem Obst da drin. Und man schmeckt überhaupt nicht zu diesem Weizengras jetzt heraus. Ja, und was man noch machen könnte mit dem Weizengras, ist, indem man es in den Salat gibt. Also nicht nur das Weizengras, sondern auch die Keimlinge, also die Weizenkeimlinge. Die kann man auch in den Salat geben. Dann hat man es hier doppelt und dreifach gesund. Und diesen Salat zum Beispiel könnte man dann als Abendessen verspeisen, damit man dann nicht mit so einem schweren Magen schlafen geht, was ja nicht so gesund ist. Hier schneiden wir jetzt noch etwas Schafskäse hinzu, den ich persönlich besonders gerne im Salat mag. Das wäre dann die tierische Eiweißquelle. Ja, und hier noch etwas von dem Weizengras, was eben die pflanzliche Eiweißquelle dann ausmachen wird im Salat. Und wir schneiden jetzt das Weizengras so in ganz kleine Stückchen, wie man das eben mit Schnittlauch zum Beispiel macht. Das passt dann auf diese Weise sehr gut so in den Salat. Ja, und dann geben wir noch ein paar Buchweizenkeimlinge hinzu, die wir jetzt hier haben. Man kann, wie gesagt, hier jede Art von Getreide eben keimen lassen, wie ich schon anfangs gesagt hatte. Ja, und dann geben wir noch die gesunde Nuss-Samen-Mischung hinzu, als auch jetzt hier Olivenöl, 3 Esslöffel. Das muss aber nativ extra sein, das Olivenöl, und als auch diesen gesunden Apfelessig, diesen naturtrüben. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gedreht. Als auch Himalaya-Salz nach Geschmack. Wichtig ist, dass ihr kein raffiniertes Salz verwendet, denn das ist sehr giftig für den Körper. Stattdessen solltet ihr unbedingt eben Himalaya-Salz oder ein anderes Natursalz verwenden. Grundsätzlich für eure Speisen. Und dann haben wir hier jetzt noch gefriergetrocknete Kräuter hinzugeben. Man könnte auch frische Kräuter verwenden. Ja, und jetzt rühren wir nur noch mal alles gründlich um. Und dann ist unser leckerer, gesunder Salat auch schon fertig.
Dieser Salat sieht nicht nur lecker aus, er schmeckt auch ganz besonders gut und vor allem ist er sehr, sehr gesund. In der heutigen Zeit, wo unsere Körper meistens unter Übersäuerung leiden, wo wir denaturalisierte Lebensmittel zu uns nehmen und wo die Zivilisationskrankheit, insbesondere Krebs, auch zunehmen, finde ich es umso wichtiger, dass wir uns wieder auf gesunde Nahrung zurückbesinnen, vor allem auf Rohkost, die unter anderem eben auch diese Keimlinge, Sprossen und eben das gesunde Gersten- und Weizengras beinhalten. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar gesunde Tipps zur gesunden Lebensweise bieten und wir sehen uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.